Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ich habe eine große Ankündigung zu machen für den Europa Server 20. Ihr kennt ja meine Pläne, dass ich dort eigentlich nicht großartig aktiv drauf spielen wollte. Allerdings ist jetzt spontan was dazwischen gekommen. Und zwar wurde ich vom guten Hanrizzle, ein guter YouTube-Kollege von mir, gebeten, auf sein Char aufzupassen am Freitag, Samstag und Sonntag. Vor allen Dingen am Freitag. Und ja, ich werde am Freitag, am 23. Mai, ja, da startet ja der Europa 20 Server, werde ich den Account von Hanrizzle sitten. So, und das große Problem bzw. die große Herausforderung für mich dabei ist, ich werde mit so vielen Pilzen am Start gehen, wie ich es bisher noch nie gemacht habe zum Serverstart. Ja, das soll ein absoluter Tryhard-Account werden vom guten Hanrizzle. Und ja, ich persönlich habe sowas noch nie in meinem Leben gemacht. Ich weiß, wie es in der Theorie funktioniert. Ich weiß, wie man Serverstart spielt, so ungefähr. Aber ich habe mit solchen hohen Pilzsummen noch nie hantiert. Das muss ich mal dazu sagen. Und ich habe es in der Praxis auch noch nie selbst wirklich angewendet. Ja? Also wir reden hier wirklich von hohen fünfstelligen Pilzbeträgen wahrscheinlich, die wir zum Serverstart da zur Verfügung haben werden. Und ja, da lade ich euch natürlich ein, am Freitag, am 23. bei mir auf Twitch vorbeizuschauen. Das wird ein Riesenspektakel werden. Vor allen Dingen, weil das für mich selbst eine Herausforderung wird. So, ne? Viele Leute haben mich schon immer gefragt, ey, sag mal, wann gehst du mal wieder so richtig tryhard an den Serverstart ran, so auf Long Term, und damit wir das mal so im Stream sehen, ne? Weil ich rede in der Theorie immer davon, ich gebe Tipps und Tricks und so, ne? Ich mache so Guides auf YouTube, aber selbst so ein tryhard Serverstart habe ich ja noch nie wirklich in der Praxis gespielt. Das, was ihr hier seht, so, ne? Das ist ja kein Getryharde, ne? Das ist ja, das ist Spielen mit Sponsoring so. Ich hatte einmal selbst aufgeladen jetzt und selbst hier ist das kein Getryharde. Ich hab die Pets nicht gespielt, ich spiele den Arena Manager nicht, weil ich halt eben ja hier eh nicht Long-Term auf dem Server spiele. Mein Sammelalbum ist nicht gut gepusht so, ne? Das sind so viele Faktoren, die dann zusammenkommen, wo ich so sage, jo, also ich kann in der Theorie kann ich sowas machen, ja, aber in der Praxis habe ich es halt noch nie umgesetzt und das wird ein heftiges Experiment für mich werden. Wer dann noch im Detail was dazu wissen möchte, der schaut auf dem Kanal von Hanrizzle vorbei, das letzte Video von ihm, ich bekomme Hilfe auf EO20, ja. Und da hat er das nochmal so erläutert, was so seine Pläne sind auf EO20 und ja, dann halt eben die Absprache mit mir und so weiter und so fort. Und das wird ein Spektakel werden, so, das kann ich euch sagen. Ja. Es wird für mich selbst ziemlich interessant werden, weil ich selbst halt eben ja diese Praxiserfahrung nicht habe. Mein letzter Tryhard-Server, den ich gespielt hatte, war damals W50 gewesen. Das ist jetzt schon über 4 Jahre her, glaube ich. Und selbst da habe ich nicht Tryhard gespielt. Zu der Zeit gab es noch nicht mal ein Sponsoring. Zu der Zeit war ich nicht mal gesponsert. Da habe ich noch aus eigener Tasche so ein paar Hunnis mal hier und da aufgeladen. Ne? Aber weit weg von den Beträgen, die wir da jetzt sehen werden. So. Ich bin am Freitag im Account von Basti drinne und werde in der Gilde von den Gem Miners spielen. Dort hat er mir schon einen Platz reserviert mit seinem EO20-Account. Also werde ich auch in einer Top-Gilde spielen, in einer geführten Gilde von Zombie, die sowieso schon immer in der Vergangenheit für sehr viel, ja, also für sehr viel Aufsehen gesorgt hatte, weil es halt einfach einer der Top-Gilden ist bei jedem Serverstart so, wo die am Start sind. Und ja, da werde ich am Freitag, den kompletten Freitag im Account von Hanrizzle drinne sein und ihn so gut es geht, so tryhard wie möglich zu spielen. Ja? Problem dabei ist bloß, Samstag und Sonntag muss ich selbst arbeiten. Also ich habe Samstag und Sonntag Nachtschicht, nur den Freitag haben wir komplett Zeit, den ganzen Tag durchzuballern. Und das ist auch eben der Plan dahinter. So, er hatte mich halt eben gefragt, ob das halt eben möglich ist, weil er hatte gehört gehabt, dass ich auf EO20, dass ich das streamen werde, dass ich den zocken werde, aber halt keine konkreten Pläne habe und nichts
vorhabe auf dem Server weiter, einfach nur zum Beobachten so. Und deswegen hat er mich halt eben gefragt, ob ich das dann live im Stream dann machen möchte. Und ja, wir sind dann am 23. so roundabout circa 14, 15 Uhr live so, dass wir ein bisschen Vorbereitungszeit haben und um 16 Uhr starten wir dann direkt rein. Und Ziel für den ersten Tag ist es halt wirklich so weit wie möglich zu kommen. Er hatte gesagt gehabt, wir sollen hier keine neuen Rekorde oder sowas aufstellen. Das ist nicht das Ziel, aber es wäre schon sehr schön, wenn wir wirklich extrem weit kommen, sodass wir quasi an Tag 2 so schnell wie möglich auf Stufe 75 kommen, um die Pets freizuschalten. Das hat er gesagt, ist ihm sehr wichtig, dass das halt eben passiert, sodass wir am Samstag direkt nach 0 Uhr auf Stufe 75 pushen und da halt eben die Pets freischalten. Das ist so die Main-Task, sag ich mal, die wir erfüllen müssen, so schnell wie möglich halt eben so. Ne? Tag 2 werde ich auch live sein im Account von Basti, aber eben nur abends so, ne, von 18 bis 21 Uhr circa, so ungefähr, ja, weil ich dann wieder los muss und am Sonntag auch nur von 18 bis 21 Uhr, weil ich dann auch wieder los muss. Also am Wochenende selbst habe ich auch nicht die Zeit, aber es ist wichtig, halt eben den Freitag so gut wie möglich zu nutzen, weil dort halt eben am meisten Zeit in Anspruch genommen wird für die komplette Accountpflege. Sowas wie Sammelalbum pushen, Stat-Punkte farmen, durch die Ehrenhalle sich fallen lassen, wieder hochpushen, Beutegold, 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 ne, von den Leuten abfarmen, 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 so. Ne, das ist, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und ja, dann halt eben neu equippen, Level aufsteigen, neu equippen, Level aufsteigen, neu equippen, Dungeons pushen, so weit wie möglich so. Ne? Also schön wäre, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Schön wäre, wenn wir Stufe 50 an Tag 1 schaffen. Also das sind wirklich die Ziele, ne? Um halt eben das Epic-Event freizuschalten für Tag 1, um dann halt noch weiter zu eskalieren, damit wir nicht so einen hohen Sprung haben an Tag 2 dann zu den Pets. So, aber ob das jetzt nun direkt vor 0 Uhr oder nach 0 Uhr passiert, ist jetzt auch nicht so wild. Auf jeden Fall versuchen wir wirklich, den Account so gut es geht, wirklich zu min-maxen, das Maximale rauszuholen. Und ich muss mich da selbst auch nochmal mit der ganzen Thematik beschäftigen, wirklich ins kleinste Detail, da wirklich keine Fehler zu machen, weil am Ende des Tages sind das nicht meine Pilze, das ist nicht mein Geld, sondern es ist das Geld von jemand anderen. Und ich bin quasi für das Geld, für das Wirtschaften von jemand anderen verantwortlich und möchte da natürlich nicht mit unverantwortlich umgehen. Ich stelle mich ziemlich zimperlich an, sag ich mal, mit den Finanzen anderer Leute umzugehen so. Und deswegen fällt mir das auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Ich habe mich schon tausendmal so nachgefragt bei Basti. So, du sag mal so, was ist dein Limit? Wie weit kann ich gehen? Was ist so dein Vorhaben? Was willst du so ausgeben? So, ne? Und ja, auf jeden Fall. Ja, eine hundertprozentige konkrete Antwort gab es da jetzt bis darauf noch nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr viel, was uns da zur Verfügung steht für Tag 1. Und mein persönliches Ziel, was ich ja schon mal, oder meinen persönlichen Rekord, den ich in der Vergangenheit aufgestellt hatte an Tag 1, war, glaube ich, irgendwas so, ich glaube Stufe 40 oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber das war auch zum Black Friday Event. Das war ein Serverstart mit Black Friday in Kombination. Und ja, stimmt, wir waren da, glaube ich, in keiner Top-Gilde gewesen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Sonst hätten wir da noch mehr aufstellen können an Rekorden. Und ja, das war so mein persönliches Ziel oder persönlicher Rekord, was ich bisher hatte so. Und das war auch nicht tryhard gespielt so, ne? Das ist jetzt nochmal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und deswegen, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie ich mich da anstellen werde. Und wie gesagt, Ziel auf jeden Fall ist es, an Tag 1 so weit wie möglich zu kommen, den Account so hoch wie möglich zu pushen. Und dann direkt, weil ich ja Samstag und Sonntag arbeiten muss, werde ich direkt am Freitag nach 0 Uhr, also wir werden den kompletten Tag streamen, von 14, 15 Uhr bis 0 Uhr, den kompletten Server-Start-Tag. Ja? Dort gibt es natürlich dann auch wieder neue Droplets und sowas, jeden Freitag, ihr wisst ja Bescheid, ne? Und ja, dann werden wir nach 0 Uhr
direkt weiter streamen und direkt weiter pushen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich einer der ersten Spieler auf dem Server sein, die direkt nach 0 Uhr noch weiter pushen werden, um halt eben so schnell wie möglich Stufe 75 zu erreichen. Ja, wenn uns irgendwo was fehlen sollte, ne, wir irgendwo Epics brauchen oder so oder ein paar XP-Punkte, um Stufe 50 zu erreichen, um Epic-Event zu spielen oder was weiß ich irgendwie, ne, dann werden wir das direkt nach 0 Uhr machen. Also es wird ein sehr langer Stream am Freitag werden. Ich denke mal so bis 1, 2, 3 Uhr morgens, je nachdem. Auf jeden Fall ist das Ziel dann halt eben in dem Stream, ja, also in den kompletten Stream, mit dem Account von Stufe 1 auf Stufe 75 zu kommen. Ja, das ist so das Ziel in diesem Stream. Also wir versuchen innerhalb von, keine Ahnung, ich sag mal von 10, in 10 Stunden, ja, dann also von 16 Uhr bis 2 Uhr, das wären dann 10 Stunden, versuchen wir von 1 auf Stufe 75 zu gelangen. Das ist so das Ziel, was ich mir gesetzt habe, beziehungsweise was wir uns gesetzt haben für den Account. Und ja, das wird verdammt heftig werden, weil wie gesagt, dieses komplette Getryharde, also ich spiele ja jeden Serverstart mit, ne? Aber da ist ja kein Tryhard-Server dabei, wo ich so komplett eskaliere so, ne? Und deswegen, ja, ist das für mich dann halt eben in der Praxis nochmal jetzt ein bisschen was Neues so. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie ich da performen werde, ne? Ich hoffe, ich werde da nicht allzu hart reinfailen, dass ich da nicht unnötig irgendwie Pilze oder sowas ausgebe für irgendwelche Sachen. Es wird mit SF-Tools gearbeitet die ganze Zeit, die Prozentchancen in den Dungeons werden ausgerechnet, sodass wir wirklich da die maximalen Chancen rausholen, so was geht. Und wenn ich sehe, okay, die Chancen sind da zu low, dann wird sich wieder in der Ehrenhalle durchgefarmt und wird Gold gefarmt, Beutegold, zack, 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 bis wir halt eben weiterkommen. Und ja, da wo ich ansonsten mit meinen Accounts bei den Serverstarts immer Pause gemacht habe, beziehungsweise die Pilze alle waren, ist es jetzt halt dieses Mal nicht der Fall. Ja? Und bei diesem Spektakel könnt ihr sehr gerne dabei sein, wenn ihr wollt. Das wird auf jeden Fall eine absolute Pilzsauerei werden, so viel kann ich euch sagen. Ich bedanke mich auch bei Basti für das Vertrauen auf jeden Fall, dass er mir da den Account in die Hand legt. Ja? Wer weiß, er weiß wahrscheinlich noch nicht, auf was er sich damit eingelassen hat, aber ich versuche da auf jeden Fall mein möglichst Bestes rauszuholen und für mich persönlich ist das auch eine sehr gute Praxiserfahrung, muss ich sagen. Mal so einen Serverstart auf komplett Tryhard zu spielen, halt eben nur nicht in meinen Account, sondern in jemand anderen seinen Account, weil in Zukunft möchte ich ja irgendwann auch nochmal einen kompletten Tryhard-Account hochziehen. Das wird wahrscheinlich erst auf EU 50 oder sowas sein, keine Ahnung, ja, mit einer Klasse, die mir super, super gut gefällt, die dann bis dahin rauskommt, also jetzt nicht mit den bestehenden Klassen, sondern mit Klassen, die dann neu sind, vielleicht den Pestdoktor, wenn er mir sehr gut zusagt oder so, das kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Aber das ist für mich dann halt immer schon mal eine sehr gute ja, Praxiserfahrung, um halt eben dort ja, halt eben auch den Account so gut wie möglich tryhard hochzuziehen. Ne? Also, wer das nicht verpassen möchte, auf jeden Fall am 23.05. einschalten bei mir auf Twitch. Ja, da ist dann um 14, 15 Uhr Streamstart und da gehen wir dann komplett rein. Absolute Eskalation. 5-stelliger Pilzbetrag wird da ausgegeben und ja, das wird eine Sauerei werden. So viel kann ich euch sagen. Ja, Freunde, wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne schon mal ein Follow auf Twitch da. Ne? Dort wird es natürlich auch parallel dazu ein paar Giveaways geben, nach wie vor. Ich kriege ja immer wieder Codes vom Playa, die wir dann auf Twitch verlosen. Ne? Abseits von den Giveaways, die ihr hier von YouTube kennt, ne? Gibt es auf Twitch dort regelmäßiger mit kleineren Pilzcodes, sag ich mal, regelmäßig Giveaways auf jeden Fall. Deswegen Follow da lassen lohnt sich oder wenn ihr einfach die Droplets nicht verpassen wollt, sehr gerne dort vorbeischauen. Links findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Und das war es jetzt dann erstmal soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Schreibt mir sehr gerne mal eure Gedanken dazu rein, ob ich da hardcore failen werde oder wie es da bei mir aussieht. Ne? Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig werden. Ich freue mich drauf. Das wird ein kompletter Tryhard-Stream. Also das wird nicht so ein Dorzer-Stream, wie ihr kennt, irgendwie so Lirum Larum Löffelstil, 1-2 Stunden mal so mit dem Chat labern und dann mal wieder vielleicht 10 Alu klicken oder so.
das wird eine komplette, ich werde da komplett focused sein, ich werde da komplett zoned sein, ich werde komplett mich da reinhängen in die ganze Materie, damit wir da keine Zeit verlieren. Weil wenn wir so einen Tryhard-Account spielen, dann ist von 16 bis 0 Uhr, also hast du zwar schon Zeit, ne? Aber wenn du dich richtig reinhängen willst und richtig Statpunkte farmen willst, ne? Dann musst du dich ja auch durch die Ehrenhalle wirklich plündern. Und dann musst du da die ganze Zeit dich droppen lassen, Goldfarmen wieder hochkämpfen, droppen lassen, Goldfarmen hochkämpfen. So, ne? Das ist ein Prozess, der dauert viel Zeit. Und ja, deswegen werden wir dort komplett die 8 Stunden von 16 bis 0 Uhr rein tryharden. Ich werde den Stream auch im Nachhinein komplett nochmal auf YouTube veröffentlichen, für die Leute, die nicht auf Twitch sein sollten. Ne? Nochmal an der Stelle werde ich den kompletten Stream dann auch hier auf YouTube packen, damit ihr euch das Spektakel hier dann im Nachhinein auch ansehen könnt, ne? Wie ich so dann performt habe auf dem Server im Account von Hanrizzle. Und ja, deswegen, ich freue mich drauf. Das wird ein absolut heftiger Tag werden, absolut cooler Stream. Und deswegen, ja, freue ich mich, wenn ihr dabei sein solltet. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch noch ein super schönes Wochenende. Danke bis hierhin fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.